Ja, Gott zum Gruße, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Heute werden wir uns anschauen, wer unsere Welt steuert. Ja, wir werden uns anschauen den Steuermann, den, der das Schiff lenkt. Wir werden uns die Kunst des Steuerns anschauen mit dem Stichwort Kybernetik. Und wenn es sich noch ausgeht, werden wir den Handel uns anschauen. Ja, ich möchte jetzt gleich einmal einsteigen, und zwar in den vorigen Videos, die Seuchenerfinder, CV19, der Vorläufer des Antichristen, habe ich das schon alles beschrieben und anklingen lassen, worum es da wirklich geht. Also wer da jetzt nicht beim Anfang viel versteht, bitte die vorigen Videos, diese Serie anschauen, damit man da wirklich den Grundstock dazu hat. Ich setze jetzt einmal ein gewisses Basiswissen von den vorigen Videos voraus, ansonsten werde ich ein bisschen versuchen, das zu erklären. Wir haben gesagt, dass der Gott des Alten Testaments, ja, dieser Jahwe-Gott, eben ein Satan ist oder der Satan, und mit seinem Geist benutzt er Menschen und denen gibt er seinen bösen, Heiligen Geist ein. Ja? Also wenn wir in der Bibel heilig lesen, Heiliger Geist, dann muss das nicht ein guter Geist sein. Ja? Dann ist das einfach ein Geist, der für etwas Bestimmtes ausgesondert ist. Und das kann auch für böse Zwecke sein. Ja? Und dieser Jahwe alias Satan gibt ihm den Menschen seinen Geist, und in dieser Autorität und Macht vollbringen sie dann auf der Erde seine Pläne und führen seinen Willen aus. Ja? Und diese Pläne, haben wir gesagt, die entstehen in sogenannten himmlischen geheimen Ratsversammlungen. Das ist der Sod Jahwes, die Versammlungen von diesem Jahwe-Gott. Und im Neuen Testament nennt man es auch die Versammlungen, die griechischen Ekklesia. Ja, das ist die Versammlung und die Gemeinde. Und wir haben eben gesagt, Gemeinde gibt es auf der Welt nur an 3 Stellen. Gemeinde gibt es in einer Kirche, Gemeinde gibt es beim Staat, also die Gemeinde, das Rathaus, und Gemeinde gibt es bei den Illuminaten. Ja, und das gehört alles zusammen. Das ist kein Zufall, dass es gerade in diesen Bereichen das gibt. Genau. Und diese Werkzeuge, diese Marionetten hier auf der Erde, die benutzt er so lange, wie er es braucht, und dann wirft er es weg. Ja, das war genauso wie bei einem Judas Ischkarot, der sich dann nachher selbst erhängt hat. Das ist ein Werkzeug namens Hitler, der sich dann nachher auch erschossen hat. Und so wird es auch allen anderen gehen, wenn sie nicht umkehren. Es ist noch Zeit zum Umkehren. Ja. Und diese Werkzeuge, die tun seinen Willen. Ja. Und das finden wir, diesen Willen, diesen einen Willen finden wir natürlich in einem 13er Versen der Offenbarung, Offenbarung 17, Vers 13. Da wird von diesem einen Sinn, von seinem Sinn gesprochen. Ja. Und da ist die Rede von 10 Königen, die mit dem Tier eine Stunde Macht haben. Könige, ja, das ist, Könige gibt es bei uns in dem Sinn nicht mehr. Könige sind Gemeindesysteme, ja. Und die haben eine Stunde Macht. Und Gott hat in ihre Herzen gegeben, eben seinen Sinn zu tun und in seinem Sinn zu handeln. Ja, und da geht es eben um dieses Königreich, und wo sein Wille geschieht, unter seiner Macht und Herrschaft, seinen Willen auszuführen. Und dieser Wille, die den machen, ja, das ist eben sein Sinn, das ist eben seine Gesinnung, seine Meinung, sein Wille. Und im griechischen Wort gibt's da, also im Griechischen gibt es da ein Wort dafür, das heißt Vole. Und das ist eben Wille, Vorhaben, ein Ergebnis von Überlegungen. Ja, das ist auch ein Rat, das sind Ratsversammlungen. Da haben wir wieder die himmlischen geheimen Ratsversammlungen, die er von da oben steuert. So steuert er alles, was da auf unserer Erde passiert. Und dieses Boulé, dieses Wille, Vorhaben, heißt auch noch ein göttlicher Ratschluss, ja, was ein Gott beschließt, irgendein Gott. Und interessant ist, was für uns ganz wichtig ist, dass dieses Boulé auch im Griechischen heißt Parlament. Ja, da sehen wir schon einmal den Zusammenhang. Das Parlament ist sein Wille, aber nicht Gottes Wille, nicht der Vater von Jesus. Ja.
Und ich habe heute einen interessanten Satz gefunden, der ist mir irgendwie so reingeflogen, also nicht, wie ich da herum recherchiert habe. Und da habe ich gelesen von dass sie planen, dieses eine Weltparlament, ja. Und zwar ist da gestanden, die UNO ist eine Rockefeller-Rothschild-Institution und ist gebaut, um eine Weltparlament und Regierungsführungsinstanz der Illuminaten zu sein. Okay? Und jetzt schauen wir uns einmal dieses Reich Satans an. Ja? Das Reich Satans ist ein Reich der Finsternis. Und er als König steuert und lenkt sie durch seine Marionetten. Ja? Und egal wie die nun heißen, ob das wie gesagt, haben wir schon Hitler, ein Dr. Mengele, ein Obama, ein Stalin, Merkel, ein Putin, wie sie auch alle heißen. Ihnen gilt auch die Frage, wisset ihr nicht, wessen Geisteskinder ihr seid? Ja, er steuert die Menschen mit seinem Geist. Und Jesus hat zu uns gesagt, dass wir noch größere Werke tun werden wie er. Was hat er damit gemeint? Er hat damit gemeint, dass wir das Joch der Könige wegreißen. Ja, Könige ist eben Systeme, Staat. Darum heißt es auch in der Bibel, reiß jedes Joch weg. Das ist ein Befehl. Und das Zweite, was in diese größeren Werke noch hineinkommt, ist, dass wir den Steuermann das Steuer aus der Hand reißen und es jedem einzelnen Menschen wieder zurückgeben. Sodass jeder Mensch ein selbstbestimmtes Leben führen kann und auch, dass diese ganzen Gesetze, die mit Gewalt und Druck auf unserer Welt sind, die uns immer mehr entrechten und ja, dass die wegkommen. Wie macht das Satan? Er beherrscht die Menschen, indem er, fast 8 Milliarden Menschen sind wir jetzt, indem er in den Köpfen mit seinem bösen Geist wirkt und dadurch kann er alles steuern und lenken. Ja? Und steuern und lenken gibt es dieses Wort Kybernetik. Ja? Und das ist eben, in der Bibel finden wir es ist der Geist des Antichristen, der verführt, der von Jesus wegbringt und anstatt von Jesus auftritt. Ja? Das ist eben dieser letzte Antichrist, der eben groß auf die Weltbühne tritt, als Gegenstand aller Hoffnungen, als Befriediger aller Bedürfnisse und als Heiler aller Krankheiten. Ja? Und wir lesen auch, wir haben das schon oft gesagt, diesen Vers im 2. Korinther steht, dass Gott, das heißt der Satan, verblendet den Sinn der Menschen. Ja, das ist zu. Das ist zu. Da können die Menschen nicht mehr erkennen, nicht mehr richtig urteilen. Das ist eine Verwirrung im Geist, ja. Und bei Wikipedia findet man unter Verblendung gewisse Ausdrücke, nämlich die Verwirrung der Sinne, falsche Vorstellungen, es ist die Blindheit des Geistes, wird auch beschrieben mit Gottlosigkeit, bis zur modernen Deutung der Realitätsverweigerung. Und in der Antike ist die Verblendung eine von Göttern gesandte Verwirrung der Sinne, aus der Fehlhandlungen und Schaden entstehen. Ja, das ist eben, man ist unbekehrbar, man ist unbelehrbar, uneinsichtig, man hat sich verrannt, man ist voreingenommen, man ist verstockt, ja, man ist richtig verstockt, verbohrt, vernagelt. Das ist dieses verblendet von Satan sein. Ja? Man kann diese Dinge, die Wahrheiten eigentlich nicht erkennen, weil man geistig blind gemacht wurde. Ja? Das ist diese geistige Blindheit, da ist man unfähig zu vernünftigen Überlegen, zur richtigen Einschätzung. Ja? Man kann Lüge und Wahrheit dann nicht mehr unterscheiden. Und selbst wenn man den Menschen dann mit der Wahrheit kommt, sie sind so gehirngefickt, die können das nicht erkennen, weil dieser Geist am Wirken ist. Und den gilt es auszuschalten. Und wir können das, ja.
Und jetzt schauen wir mal, wo diese Blindheit eigentlich herkommt. Natürlich, das wissen wir ja eh, wenn wir wieder zurückschauen ins Alte Testament von diesem Jahwe-Gott. Da steht im 2. Mose 4, steht, wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich daher. Ja, also er, von diesem Jahwe, geht diese Blindheit aus. Aber im Neuen Testament sagt Jesus eine Verheißung im Matthäus, Blinde werden sehend. Auch in den anderen Evangelien steht das, ja. Und das ist das, was Jesus eigentlich bringt mit seiner Wahrheit, dass die Blinden sehend werden. Ja, das haben wir in Lukas 4,18, wo Jesus in der Synagoge eine Schriftrolle bekommt und er liest daraus vor. Und das ist eigentlich seine Lebensaufgabe, seine Mission hier. Und er liest davor, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt, um Armen gute Botschaft zu verkündigen, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in die Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Ja, und das geht zurück, das war früher dieses Jubel- oder Jobeljahr, das war das 50. Jahr, da mussten alle Sklaven freigelassen werden, jeder bekam seinen Besitz wieder zurück und da wurde alles wieder gut eigentlich. Ja. Und dazu ist Jesus gekommen. Ja. Jesus hat dann gesagt, heute ist dieses Wort erfüllt worden. Das ist die Mission, dass er die Blinden sehend macht und dass wir alles wieder zurückbekommen, was uns gehört. Die Menschen gehen in die Freiheit, Gefangene werden freigesetzt durch Jesus. Und das ist interessant, das ist nämlich ein Zitat aus Jesaja 61, da wird genau dasselbe geschrieben. Ja, da ist dieser falsche Messias, der auch das macht. Ja, er kommt, Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangene Freiheit auszurufen, Blinde, Zerschlagene Freiheit hinzusehen und so weiter. Und da steht aber noch, und den Tag der Rache für unseren Gott. Und das ist der Unterschied. Ja, das ist der falsche Messias, aber Jesus hat diesen Teil nicht in seinem Zitat dabei. Da gibt es keine Rache. Ja, aber das ist die Rache unseres Gottes. Da haben wir diesen deutlichen Unterschied, Altes Testament, Neues Testament. Da ist Rache, Vergeltung, Strafe und da ist die Liebe, Gnade, Hilfe, Rettung Jesus. Ja, der Falsche, der Richtige. Und genau, und Jesus spricht in Johannes 9,39, Jesus spricht, zum Gericht bin ich in die Welt gekommen, damit, jetzt kommt, was das für ein Gericht ist, die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Ja, also die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Und die Sehenden, da fällt mir jetzt, schießt mir so ein Bild in den Kopf, dass das berühmte Dreieck mit dem allsehenden Auge was sieht, aber das wird blind werden. Und die nicht sehen, die Blinden werden sehen. Okay, wir sind gut in der Zeit. So, jetzt mache ich einen Sprung und zwar zur Kybernetik. Ja, Kybernetik, das kann man googeln. Kybernetik ist die Steuerung von lebenden Organismen oder Organisationen. Man nennt es auch die Kunst des Steuerns. Ja, und da gibt es den Steuermann, das ist der Kybernesis, und der ist eben beauftragt mit der Steuerung, mit der Lenkung, mit der Leitung und mit der Herrschaft. Ja. Und jetzt schauen wir, wo dieser Steuermann in der Bibel vorkommt. 3-mal. Einmal in der Offenbarung 18, da wird gezeigt, dass dieser Steuermann mit seinen Systemen fällt. Er ist verurteilt, es ist aus. Ja, da steht eben, der Steuermann steht weit ab und alle, die auf dem Meer beschäftigt sind, ja, seine Beamten. Das ist das Gericht über ihn. Und in der Offenbarung steht auch, das Meer wird nicht mehr sein. Ja. Da ist jetzt nicht gemeint, dass es kein Wasser mehr geben wird, aber da ist dieser Machtbereich gemeint, diese Herrschaft, diese Kybernetik, die wird es da nicht mehr geben. Ja, also das ist einmal dieser Steuermann. Dann haben wir den noch einmal, in der Apostelgeschichte haben wir den. Da wird eine Geschichte erzählt, wo die Leute, es wird ein Schiff, soll ausgehen und soll wohin fahren mit der ganzen Ladung und mit den Menschen. Und der Steuermann sagt, ja, wir fahren und dann tritt jemand auf und sagt, nein, es ist zu gefährlich, wir sollten nicht fahren. Ich habe da so eine Eingabe bekommen von Gott und die Menschen glauben aber den Steuermann mehr und fahren dann los und es ist ein riesiger Sturm und sie versuchen das
ihr eigenes Leben zu retten und schmeißen dann alles über Bord und wenden alle Hilfsmittel an. Und zu guter Letzt dann kommen sie halt zu Gott und bitten Gott um Hilfe. Ja. Und das ist eigentlich typisch menschlich. Ne? Wenn Not ist, dann versucht man eigentlich alles mit eigenen Hilfsmitteln zu machen und zum Schluss geht man dann erst zu Gott. Aber es sollte umgekehrt sein. Ja, ich will jetzt nur zeigen, da ist dieser Steuermann. Dem Steuermann wird geglaubt. Und die dritte Stelle ist im Jakobus. Da wird gesprochen von dem Steuermann, der das Schiff lenkt, so wie er will. Ja, die Schiffe werden gelenkt, wohin der Steuermann, wohin das Trachten des Steuermannes es will. Ja. Und das Schiff ist unsere Welt. Wir werden das im Anhang jetzt sehen. Kybernetik heißt ihm Lenkung, Steuerung. Ja? Und wir haben in die Sprüche einen Vers, und da steht, warte, muss man da jetzt noch was ausschalten? Okay. Denn mit weiser Überlegung führst du deinen Krieg. Ja? Ich habe das bei den vorigen Videos schon erklärt. Weise wird auch übersetzt mit klug und klug kann auch listig heißen. Ja? Das heißt, denn mit listiger Überlegung, und Überlegung wird mit Lenkung und Steuerung, da haben wir es jetzt. Mit listiger Lenkung und Steuerung, Kybernetik, führst du deinen Krieg und Rettung, Hilfe, Heil, kommt durch viele Ratgeber. Und das hebräische Wort Ratgeber, das sind böse Ratgeber, die mit ihrem Rat Böses anrichten. Ja? Die schaden anderen damit. So wie diese iatrogene Noxe, lateinisch, das ist eine vom Arzt oder Medikamenten verursachte Krankheiten sind das. Ja. Also das sind böse Ratgeber. Ja, das ist dieser Krieg, den er führt mit listiger Steuerung und Lenkung. Und die Rettung kommt dann durch böse Ratgeber. Also es sieht aus, als ob sie gute Ratgeber sind, aber im Endeffekt schaden sie. Und das finden wir im Hiob, Kapitel 37. Da wird dieser Jahwe-Gott beschrieben und da steht drinnen, er tut so große Dinge, und Dinge wird im Griechischen übersetzt mit Pragma. Pragma, das ist der Handel, ja. Also dieser Jahwe-Gott alias Satan tut so große Dinge, Handel, und wir erkennen es nicht oder wir begreifen es nicht. Ja, wir wissen auch schon warum, weil die Menschen verblendet sind. Das hat er gemacht. Er streut weit umher sein lichtes Gewölk, und Gewölk heißt auch Zauberei, Zauberei treiben. Und das zieht ringsumher sich hin und her wendet nach seiner klugen Steuerung. Klug ist wieder listig, nach seiner listigen Steuerung, Kybernetik, um auszuführen alles, was er sich vorgenommen hat, was er gebietet, was er steuert, über die Fläche des ganzen Erdkreises. Ja, und da wird es beschrieben, das ist ein Wolkenwerk und Menschenwerk, das hängt immer mit dieser Zauberei zusammen. Und die Menschen fürchten ihn. Ja, das ist diese Steuerung, wie er listig, geheim steuert, mit etwas Bestimmten Handel treibt, das werden wir dann auch sehen. Und die Menschen fürchten ihn. Und das geschieht über die ganze Welt, diese Steuerung. Und in Jesaja wird das beschrieben, das ist dieser Ratschluss, den aber die ganze Welt beschlossen hat. Und an einer anderen Stelle lesen wir, was dieser Ratschluss ist. Das ist fest beschlossene Vernichtung inmitten der ganzen Erde. Offenbarung zeigt uns das, das ist eben 1/3 der Menschheit sollen ausgerottet werden. Und das haben sie auch, also ich habe da einen Artikel bekommen, ich habe es noch nicht genau angeschaut, aber der Titel ist mir irgendwie, hat mich berührt, ich werde es mir da noch genau anschauen. Die heutigen Impfungen, Eugenik. Ja? Und das heißt, mit den Impfungen soll die Menschheit reduziert werden. Und ich kann mir das gut vorstellen, das ist ja der Plan, was jetzt kommen soll mit der weltweiten Impfung gegen CV19, wo dann diese, haben wir auch schon in die vorigen Videos besprochen, dieser Smart Dust, wo diese Nanoteilchen drinnen sind und diese kleinen Dinger, die wir eben einatmen. Und wenn das dann mit 5G kombiniert wird, gesteuert wird, dann werden die Menschen wie die Fliegen umfallen. Ja. Genau, und jetzt schauen wir, wir haben da noch eine Beschreibung mit dem Schiffslenker.
wer das ist. Wer lenkt das Schiff? Wer steuert es? Ist Jesus Sirach der Vater, der das Schiff lenkt? Er steuert es, um Handel zu treiben. Ja, der Vater, da haben wir schon gesagt, das ist der Vater der Lüge, der Vater der bösen Geister, dieser Ewigvater, den wir da beschrieben haben in die vorigen Videos. Er lenkt das Schiff, er steuert die Welt, um Handel zu treiben. Ja, Handel, haben wir gesagt, ist griechisch Pragma, das heißt im Sache, Ding, Recht, Rechtsstreit. Und das kennen wir auch, das sind die Pragmatisierten, die Beamten, ja, wie im Himmel so auf Erden. Die gibt es oben und unten. Und dieses Pragma heißt auch Handeln oder eine Beschäftigung. Ja, das sind die Beschäftigten, die ja mehr beschäftigt sind, haben wir gesagt. Und ihr Steuermann, den es da nicht mehr geben wird. Und es gibt ein interessantes Gleichnis, wo ein Reich beschrieben wird von diesem Jahwe eigentlich. Ja. Und das beginnt in Vers 13, Lukas 19, Vers 13 steht da. Ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Ja, das ist dieser Jahwe vom Alten Testament, der im Neuen Testament in der Offenbarung 19 wiederkommen will. Haben alle schon die vorigen Videos besprochen. Und der beruft 10 Knechte, das sind wieder die 10 Hörner oder Könige aus der Offenbarung, und er gibt ihnen Pfunde. Ja, das ist eine Währungseinheit im Wert von 100 Drachmen, also da geht es um Geld. Und er sagt damit, handelt damit, bis ich wiederkomme. Ja, und der König wird beschrieben in diesem Gleichnis, es ist ein strenger Mann, er nimmt, was er nicht hingelegt hat und erntet, was er nicht gesät hat. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Er nimmt, was er nicht hingelegt hat und erntet, was er nicht gesät hat. Und dann noch der Vers, jeder, der da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird selbst das, was er hat, genommen werden. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Es ist immer dasselbe System. Ja? Das ist der Staat und der Steuerzahler. Er nimmt, was ihm nicht gehört. Und das sind, die Bibel spricht von Lasten. Ja, und schauen wir mal, wo Jesus diese Lasten anspricht, wem er da damit tadelt. Ja? Diese Wehe euch. Jesus spricht zu den Gesetzesgelehrten. Ja? Die Gesetzesgelehrten, das sind Gesetzeskundige, das sind die Juristen. Gesetz. Ja? Gesetzesstarter, wissen wir schon, in welche Richtung das geht. Wehe, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem Finger an. Sind wir eigentlich erfüllt, ja? Weil gewisse Schichten, Eliten zahlen auch gar keine Steuern. Schauen wir mal, wo das jetzt weiter zurückgeht. Im Alten Testament gibt es die Gesetze auch, diese Anordnungen. Jahwe gibt seine Anordnungen. Das ist, wenn immer steht, so spricht der Herr, oder das ist der Ausspruch des Herrn. Ja? Und Ausspruch von diesem Jahwe ist hebräisch Massa. Und das heißt ist ein Ausspruch oder eine Last. Das ist ein Wort, was dieser Gott ausspricht. Und interessant, in Römer 2 finden wir über diese Aussprüche, über diese Last gesagt, in Römer 3,2, den Juden zuerst sind die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Ja? Da ist wieder der Zusammenhang, Alter Testament, Juden. Da sehen wir dann eben wieder, dass das bestätigt ist, weil der Gott der Juden ist eben der Teufel, was Jesus selbst sagt. Genau, und diese Aussprüche Gottes, das ist ein Synonym zu dem Boulé. Und Boulé haben wir gesagt, das ist der Gotteswille, was aber auch heißt Parlament. Ja, das sind wir wieder, es kommt immer wieder zurück zu dem einen. Ja. Und im Neuen Testament haben wir das ganze Kapitel Römer 13 natürlich, wird der Staat beschrieben und diese staatliche Macht. Und die ist von Gott angeordnet. Und wenn wir das Wort anordnen jetzt ein bisschen noch näher beleuchten, dann gibt es ein griechisches Wort, das heißt Portion oder Portion. Das ist eine Last, das ist eine Belastung, etwas Getragenes, eine Last durch Gebote, Verbote, das sind Gesetze, die auferlegt sind.
und die durch Menschen oder menschliche Tradition dann noch vermehrt werden. Ja, und dieses Portion kommt von Pero, das heißt wieder tragen, ertragen, einbringen, bringen. Und dieses Phero kommt vom Phoros und dieses Phoros heißt weggetragenes, eingebrachtes in die Staatskasse. Das sind Steuern und Tribut. Ja? Und die Steuern, die der Staat von uns Menschen verlangt, das ist eine große Last für uns Menschen. Das ist eine große Last. Ja? Wenn man schaut, Otto Normalverbraucher werden im Durchschnitt die Hälfte vom Staat abgezockt. Und in der Statistik von den OECD-Ländern über Steuer- und Abgabenlasten ist Österreich ziemlich oben an zweiter Stelle hinter Belgien mit 55% der Ausbeutung, gefolgt dann von Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien. Ja, und ich habe das vor kurzem, geht noch ein bisschen, vor kurzem, gestern habe ich mit unserem Junior gesprochen, weil er möchte jetzt einen Job dazu nehmen zu seinem 38-Stunden-Job, seinen Nebenverdienst, wo geringfügig angestellt ist. Ja? Und 460 Euro wird er bekommen für dieses geringfügige. Der Staat zieht ihm 240 Euro ab. Das heißt, es bleiben 220 Euro über. Das ist krank. Wenn man die Fahrtkosten noch dazu rechnet, rendiert sich das fast überhaupt nicht. Für mich ist das ein System, das ist irre. Ja? Und das sagt keiner was. Das war schon immer so, das ist so und. Ja, Jesus hat aber davon gesprochen. Jesus hat gesagt, die Regenten oder die Regierung der Nationen beherrschen und die Großen üben Gewalt. Das ist diese Last, die sie uns auferlegen. Ja? Und jetzt schauen wir, wo das im Alten Testament zurückgeht. Dieser Handel, diese Last. Der Ursprung des Handels, schauen wir uns erst im Neuen Testament, finden wir im Hebräer. Ja? Da wird beschrieben, dass dieser Gott, dieser Jahwe-Gott, auf Erden göttliche Anweisungen gibt. Ja, das sind wieder diese Aussprüche. Er gibt göttliche Anweisungen. Ja, und göttliche Anweisungen ist das griechische Wort. Krematitio, das heißt ein Geschäft abwickeln, handeln, ein Geschäft leiten. Das ist wieder diese Kybernetik. Und das kommt von Chrema, das ist Reichtum, Wohlstand, Besitz, Geld, Geldsumme, Gelder. Ja, da geht es um Anweisungen, die das Geld betreffen, um diesen ganzen Handel. Ja, da sieht man, das heißt eigentlich was ganz anderes. Der gibt göttliche Anweisungen. Gott, der auf Erden göttliche Anweisungen gibt. Da geht es um Handel und Gott. Da geht es um Handel und um Geld. Kybernetik, Leitung. Wer das jetzt alles leitet, das ist dieser Jahwe-Gott. Und wenn wir jetzt im Alten Testament anschauen, wo das herkommt, es gibt ein Kapitel in der Bibel, das ist Hesekiel 28, da wird der Fall Satans aus dem Himmel beschrieben. Ja, da ist dieser Cherub, das ist ein himmlisches Wesen, und wegen der Menge seiner Unredlichkeit, seines Handelns, das war im Himmel schon, ist auf die Erde geworfen worden. Und im Kapitel 27 wird beschrieben, womit gehandelt wird. Und das sind verschiedene Bilder. Das ist Honig, Weizen, Öl, Balsam, Feigen, Wein, und das ist alles ein Bild für die Pharmazie. Ja? Und dann wird auch noch beschrieben, Menschenseelen werden da gehandelt. Das ist Menschenhandel. So weit geht das zurück, so weit haben wir den Ursprung in der Bibel. Ja? Und da steckt dieser Fürst von Tyrus dahinter. Das ist eben der Satan, der Gefallene dann. Und in der Offenbarung finden wir das. Das sind die Mächtigen, die in seinem Sinn handeln. Da ist dieses Handeln wieder und sein Sinn. Das heißt, seinen Sinn, seinen Willen, den er ihnen ins Herz gegeben hat. Ferngesteuerte Roboter, mehr oder weniger Marionetten. Ja. Und die finden wir in der Offenbarung 18 wieder, diese Händler. Das sind Großhändler, sie werden auch Kaufleute genannt. Und da wird beschrieben, was sie machen. Mit ihrer Zauberei, mit ihrem Wein der Zauberei, verführen sie alle Nationen. Und Zauberei wird übersetzt mit Pharmakeia, Pharmazie. Ja? Und das ist, was Hiob sagt, was wir beleuchtet haben vorher, das ist diese listige Steuerung, wo im Wolkenwerk und Menschenwerk, Wolken haben wir gesagt, ist auch Zauberei, wo das da vorhergesagt wird, und in der Offenbarung erfüllt sich das dann.
Und wir wissen ja, dass die Pharmakonzerne einer der größten auf der Welt sind. Ja. Und die Großhändler, das ist organisierte Kriminalität. Das ist legaler Handel. Das ist legal, ja. Da wird mit Medikamenten gehandelt und Medikamenten sind Drogen. Drugs in Englisch. Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel nur die Psychopharmaka mal anschaut. Ich habe bei Ärzten gearbeitet, ich kenne mich ein bisschen aus. Also ich bin in die Medizin gegangen, weil ich dann hinter die Kulissen schauen wollte. Und Psychopharmaka zum Beispiel steht bei manchen, ich habe das selbst gesehen, steht, dass man dann suizidgefährdet ist und bei einem steht sogar als Nebenwirkung Tod. Toll, ne? Aber wie gesagt, wenn euch das mehr interessiert, ich habe da ein Buch geschrieben. Das habe ich da. Ich hole das mal kurz her. Moment. So. Genau. Ich habe da ein Buch geschrieben. Jetzt halte ich das einmal so hin. Sieht man das? Ja. Hauptsache gesund ist nicht die Hauptsache. Da wird das alles genau beschrieben. Ja, da gibt es 2 Ausgaben. Da gibt es eine zweite auch noch. Hauptsache gesund ist nicht die Hauptsache. Das ist für die Bibelkenner und das ist für die, die mit der Bibel nicht so viel am Hut haben. Das kann man bei Amazon und überall bestellen. Hauptsache gesund ist nicht die Hauptsache von der Hulda Offenbauer. Genau, und diese Händler, es gibt 2 Begebenheiten in der Bibel, wo Jesus anders gehandelt hat als sein liebendes, fürsorgendes Wesen sonst beschreibt. Und zwar 2 Aktionen. Jesus treibt die Händler aus dem Tempel raus. Ja, da nimmt er sich diesen Strick, wo er rausschnalzt und die Tische umschmeißt von die Händler und ganz betrübt ist im Geist und aufgebracht ist, weil sie aus dem Tempel eine Räuberhöhle machen. Und dann ist die Stelle, wo Jesus den Feigenbaum verflucht. Ja, und Wein und Feige ist ein Symbol für die Pharmazie. Und das ist auch so ein verstecktes Beispiel, wenn er die Händler aus dem Tempel hinaustreibt. Ja, der Tempel ist unser Leib. Ja, und wenn wir da jetzt die Pharmazie einsetzen, wird der Leib wird ja auch durch die Pharmazie verunreinigt. Also es passt irgendwie zusammen. Ja, ich glaube, wir machen jetzt einmal nur bis hierher. Ich mache jetzt einen Stopp. Um noch einmal kurz zu wiederholen, wir haben heute eben diese Verblendung angeschaut. Wir haben gesehen, wie dieser Steuermann die Welt lenkt und steuert und wir wissen auch heute, was er vorhat. Ja. Und wir dürfen aber wissen, dass wir nicht ausgeliefert sind. Schauen, geht sich das noch aus? Ja. Denn es gibt einen Vers, den lese ich euch jetzt noch vor, dass wir dagegen ankämpfen können.